Hi, ich weiß, was du jetzt denkst. Was? Ein Cold Opening? Was ist denn los? In den letzten Wochen habe ich ziemlich viel Gegenwind dafür bekommen, weil ich die Show einfach weitergemacht habe, wie sie ist und nicht groß über das Coronavirus geredet habe. Nur, wenn wir den ganzen verdammten Tag nur noch über das Coronavirus reden, lesen und auch denken, dann macht uns das auf Dauer krank. Wir müssen auch mal den Kopf frei bekommen. Wir müssen, so beschissen die Zeiten sind, auch mal lachen können. Und das geht am besten beim Typen, der über öffentlich-private Partnerschaften rappt, weil das vollkommen bescheuert ist. Natürlich habe ich auch Anfang März darüber nachgedacht, die Show erst einmal auszusetzen, bis entweder die Krise vorbei ist oder wir nicht mehr sind. Nur dann hätte ich zu Hause rumgesessen, wie Millionen andere da draußen und mir einen Kopf um das Coronavirus gemacht. Also dachte ich mir, dass der beste Weg aus der Krise ist, hier bei mir etwas Normalität anzubieten. Und dann mache ich mich gerne hier zum Trottel, wenn du dafür ein paar Minuten den Scheiß da draußen vergisst. Oder entnervt den Fernsehrat anrufst, damit die mich absetzen, als ob die ohne ein Jungfrauenopfer vorreagieren würden. Deshalb lass uns die nächsten Minuten einfach mal den Scheiß da draußen vergessen, indem wir einmal über den Scheiß da draußen reden. Deshalb, allons-y! Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf eine weltweit grassierende Pandemie. Und es kann auch sein, dass während das hier gerade läuft, die Menschheit einmal komplett ausgerottet ist. Dann, liebe Reptilienwesen, die ihr jetzt aus den Höhlen auf die Erdoberfläche kommt, denkt bitte daran, unbedingt den Abo-Button zu drücken und die Glocke. Denn jedes Mal, wenn die Show ein Reptilienwesen-Abo mehr dazu bekommt, zählt dieses Abo ja doppelt, da Reptilienwesen und meine neuen Herrscher doppelt so toll sind wie die doofen Menschen. Jedoch schauen wir heute Abend einmal auf eine sich wirklich weltweit ausbreitende musikalische Pandemie. Und noch nie hat ein Song über das Händewaschen so viel Spaß gemacht. Sogar fast schon so viel Spaß, dass sich erste McDonalds-Mitarbeiter nach dem Toilettengang auch mal die Hände waschen wollen. Zumindest einige und auch nur wollten. Denn mit der richtigen Hygiene der Mitarbeiter würde sich der McRib nicht mehr so gut verkaufen, denn das sind keine Zwiebeln. Nur heute Abend soll es nicht um Ohrwürmer gehen, sondern um das Coronavirus. Und ich weiß, viele sagen jetzt, ach, nicht auch noch hier, aber auch ich muss manchmal meinem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag nachkommen. Gerade wenn SRF, ORF, BBC, ARD, ZDF, WDR, SWR, NDR, das ABC, Fox News, MDR, der Schatten-MDR, BR, HR, RBB, der Anti-RBB, Phoenix und der offene Kanal Bottrop hier nicht liefern. Und nur einen dieser Sender habe ich mir gerade ausgedacht und es war nicht der offene Kanal Bottrop. Es war eindeutig das ZDF. Nur wir sollten heute Abend einmal mit dem Abstand von ein paar Monaten seit dem Beginn der Pandemie darauf schauen, wie das überhaupt erst zu einer Pandemie werden konnte. Und das nicht etwa durch die vielen unsachgemäßen Tipps, die angeblich vor dem Coronavirus schützen sollten, wie zum Beispiel Knoblauch. Was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, außer man findet vielleicht einen Vampir, der mit dem Coronavirus infiziert ist. In Amerika verkauften sogar mehrere Home-Shopping-Sender Silbertinkturen, die aufgetragen vor einer Infektion schützen sollten. Was auch vollkommener Schwachsinn ist, denn Silber hilft nur gegen Werwölfe. Und aus eigener Erfahrung ist es ziemlich schwer, Werwölfe mit Corona zu infizieren. Dabei war mir bisher kein einziger Werwolf großartig eine Hilfe. Aber wem verdanken wir überhaupt, dass wir von dem Coronavirus bzw. Covid-19 wissen und dass es sich in China ausgebreitet hatte, lange bevor wir alle es überhaupt mitbekommen haben? Gesten der Trauer vor dem Krankenhaus in Wuhan. Er gilt in China nun als Märtyrer,
Der Arzt Li Wenliang hatte schon im Dezember vor einem SARS-ähnlichen Virus gewarnt, forderte damals seine Kollegen in einer Online-Nachricht auf, Schutzmasken zu tragen. Doch die Reaktion der Provinzregierung: eine Vorladung bei der Polizei. Ihm wird vorgeworfen, Gerüchte zu verbreiten. Wenige Tage später infiziert sich der 34-jährige Augenarzt. Gestern spät abends verstarb der Familienvater. Und das ist schrecklich. Der Mann, der sich als Erster getraut hat, darüber zu berichten, nicht um ein paar Likes zu bekommen, sondern um andere Ärzte und Patienten zu schützen, wurde von der chinesischen Regierung diskreditiert und zum Schweigen gebracht. Nur um am Ende leider selber an Covid-19 zu sterben. Wenn das Nobelpreiskomitee nur einen Hauch von Moral, Anstand und einem Gewissen besitzt, was sie leider beim Literaturnobelpreis nachweislich nicht haben, dann geben sie Li Wenliang posthum den Medizin-Nobelpreis. Als Zeichen, dass so rigide ein System auch sein kann, es immer Menschen geben wird und muss, die ihr eigenes Leben unter das aller anderen stellen. Dieses anfängliche Totschweigen von Covid-19 hat uns leider erst in die Situation einer weltweiten Pandemie gebracht. Dabei ist Covid-19 kein chinesisches Virus, denn Viren sind Nationalitäten vollkommen Schnuppe. Viren interessieren sich nicht für Demokratien oder totalitäre Regime. Viren wollen nur ein einziges schaffen: sich verbreiten mit Menschen als Wirte. Aber bei einem Virus wie Covid-19 zu Beginn zu versuchen, den unter den Tisch zu kehren, hat die Sache nicht besser gemacht. Beginnend mit der lokalen Politik in Wuhan, die nicht nur Ärzte ruhig gestellt hat, sondern auch angeordnet hatte, medizinische Nachweise des neuen Virus zu vernichten. Beweise, die uns vielleicht heute hätten helfen können, dieses Scheiß-Virus besser zu verstehen. Leider fördern totalitäre Regime wie in China so ein Missmanagement, weil es wichtiger ist, nach oben zu buckeln und alles schön zu reden, auch wenn das am Ende tausende Menschen das Leben kostet. Weil niemand den Zorn der Regierung spüren will, die so etwas nicht zulässt, weil sie um ihr eigenes Image bemüht ist und nicht um das Leben der Menschen im Einzelnen. Dasselbe konnte man auch im Iran sehen, wo der Vize-Gesundheitsminister im iranischen Fernsehen auftrat, um die Gefahr einer Ansteckung von Corona herunterzuspielen, und das, obwohl er selber bereits infiziert war und kaum mit dem Wegwischen des Fieberschweißes hinterherkam. Außer natürlich, der schwitzt immer so stark, wenn er Lügen erzählt. Das anfängliche Ignorieren und dann Vertuschen von Covid-19 erinnert mich stark an den Versuch der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion beim Unglück von Tschernobyl. 1986 kam es im Kernkraftwerk Tschernobyl zu einer Explosion im Reaktor Block 4 und dabei wurden Unmengen von Radioaktivität freigesetzt. Nur keiner in der Kommunistischen Partei wollte sich das damals eingestehen oder gar nach oben weitergeben. Denn in einem totalitären System wie in der Sowjetunion damals konnte man, egal ob es der Wahrheit entsprach oder nicht, dafür erschossen werden. Also wurde es, als es den damaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, erreichte, kleingeredet. Nur der Rest der Welt hatte schon davon erfahren, als die schwedische Atombehörde sich über die massiv zunehmenden Strahlungswerte wunderte und vermutlich dann bei Michail Gorbatschow anrief mit der Frage: Hallo, hier ist die schwedische Atombehörde Atym. Unsere Messgeräte schlagen gerade so aus, als sei bei euch ein Reaktor explodiert. Daher meine freundliche Frage: Ist bei euch ein verfickter Reaktor explodiert? War sicherlich ein recht unangenehmes Gespräch für Michail damals. Und selbst als eine riesige radioaktive Wolke auf Europa zuzog, wurde weiter abgewiegelt. Heute wissen wir, wie knapp wir damals an einem nuklearen Holocaust vorbeigeschrammt sind. Aber nicht wegen parteitreuer Kommunisten, sondern dank der Menschen, die in der Sowjetunion damals ihr Leben unter das von uns allen damals gestellt hatten. Wie auch in China, dank solcher Menschen wie Li Wenliang. Ich könnte jetzt gegen Ende der Show noch darauf eingehen, wie China mittlerweile versucht, die Origin Story um Covid-19 umzuschreiben und zu einem ausländischen Virus zu machen. Ich könnte darauf eingehen, wie Covid-19 das amerikanische Gesundheitssystem in die Knie gezwungen hat. Nur denke ich, dass eine Show, die so ein beschissenes Virus als Thema hat, mit etwas enden sollte, das fröhlicher stimmt. Aber auch mit etwas, das uns noch einmal daran erinnert, was wir immer beherzigen sollten.
Und wenn ein kleiner, süßer Hamster das hinbekommt, dann sollten wir das erst recht auch hinbekommen. Aber noch eine kleine Sache. Ursprünglich war diese Show eigentlich den kommenden Freitag, dem 8. Mai gewidmet, nämlich dem 75. Jahrestag zum Sieg über den Nationalsozialismus. Also dem Sieg über eine ganz andere Seuche. Beste Überleitung im Mai. Großartig, dass der Nationalsozialismus an dem Tag vernichtend geschlagen wurde. Nur irgendwie schade, dass es mit den Nazis bis heute nicht geklappt hat. Was gäbe es also Besseres, als an diesem Tag bundesweite Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken, was sicherlich einfacher gewesen wäre, wenn dieser Tag nicht nur in Berlin ein Feiertag wäre, sondern auch im Rest der Republik. Ist er aber nicht. Und da stellt sich mir eine Frage, nämlich, was soll der Scheiß? Diesen 8. Mai 1945 verdanken wir, dass wir heute überhaupt noch existieren. Das verdanken wir nicht den Nazis und den tollen Deutschen damals, sondern einzig den Alliierten, dass sie uns vernichtend geschlagen haben. Und dass sie uns trotzdem eine zweite Chance gegeben haben. Umso wichtiger wäre es gewesen, wenn der 8. Mai in der ganzen Bundesrepublik ein Feiertag wäre, den wir auch zu Hause hätten in Ruhe gedenken können. Denn eins, das ist sicher, einen zweiten 8. Mai werden wir definitiv nicht noch einmal bekommen. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.